Tagebuch Ostfront, Heeresgruppe Süd, Oktober 1942. Nachdem ich mich mit dem Kompanieführer besprochen habe, suche ich mein altes Quartier auf. Alles war hier in Aufbruchsstimmung, aber wir sollen doch nun als Speerspitze und auch als mobiles Verteidigungselement genutzt werden. Wir bleiben noch in Mostok. Hier versuchen wir mit den wenigen Fahrzeugen dem Russen die Stirn zu bieten. In meiner Abwesenheit war einiges passiert. Wir hatten viele Ausfälle an Panzern und leider auch einige Kameraden haben es nicht geschafft. Scheinbar sieht der Russe die Position hier doch als wichtig an und drückt von allen Seiten. Vorwiegend sind es jetzt Reiterregimenter, die uns das Leben schwer machen. Die sickern nachts in großen Gruppen unbemerkt durch die dünne und nur stützpunktartig besetzte Frontlinie und stehen dann plötzlich im Rücken unserer Truppen oder greifen den Nachschub an. Das wiederum schwächt die Fronttruppe, da wir die Nachschubwege auch wieder sichern müssen. Es sind einfach nicht genug Einheiten hier, die Sicherungsaufgaben übernehmen könnten. Mittlerweile wurden Kosakeneinheiten in unseren Bereich beordert, um diesen Überfällen Herr zu werden. Am Abend sitze ich mit einigen Kameraden zusammen, muss alles aus der Heimat erzählen. Die Hochzeit, die Feierlichkeiten und natürlich wollen die Kameraden auch die schlüpfrigen Details der Hochzeitsnacht wissen. Aber das teile ich nicht, mit niemandem, und das wird auch so bleiben. Ich erzähle von meinem Flug mit der Ju-52 und dass ich doch lieber im Panzer sitze, wenn die Roten an mein Fell wollen, als in so einer Blechkiste, wo jeder Stein durchgeworfen werden kann. Nach einer unruhigen Nacht geht es am nächsten Morgen zur Lagebesprechung. Wieder stehe ich als einziger Obergefreiter unter den alten Kommandanten. Auch hier haben sich die Reihen gelichtet. Nicht nur Feldwebeldienstgrade, sondern auch 2 Unteroffiziere stehen mit mir bei der Besprechung. Na, die Lage ist dann wohl wirklich verzweifelt. Und jetzt ist es wichtig, dass der erste Mann im Panzer Erfahrung hat. Da zählt nicht mehr der Dienstgrad. Auch das merke ich hier unter den alten Hasen. Man wird behandelt wie ein Kamerad, der schon was geleistet hat. Die Lagekarte sieht aus, als ob hier viele Linien und Standorte eingezeichnet worden, dann wieder ausradiert und wieder eingezeichnet worden sind. Also immer wieder ein Wechselspiel, wer hier welchen Bereich besetzt hat. Wir bekommen Informationen, dass ein weiter vorgeschobener Posten mit Artilleriebeobachtern und Pionieren schon seit 2 Tagen abgeschnitten ist. Aufgrund der günstigen Geländeverhältnisse können die Russen diesen Bereich nicht überrennen. Aber zurück können unsere Leute auch nicht. Also sollen wir mit 10 Panzern einen Stoßkeil bilden. In der Mitte die Panzer 3, rechts und links die Stummel und am Ende unser letztes Langrohr. Gott, hätte ich auch gerne mal so einen Panzer in der Hand. Aber es soll noch immer nicht sein. Wir bereiten uns vor. Maximal aufmunitioniert geht es an den Feind. Hinter uns folgen noch 3 Schützenpanzerwagen mit Infanterie, die im Notfall mit unterstützen sollen. Wir halten uns zwischen dem Leninkanal und dem Terek. Ich erinnere mich an den Berliner Flieger und den Spruch, der Panzerass vom Terek, war? Nun, ein Panzerass bin ich bei weitem nicht. Aber ich lebe noch und das ist am wichtigsten. Abschüsse? Ja, das waren schon mehr als 20. Da sollte ich mal zählen. Aber die Frage ist als Richtschütze oder als Kommandant. Ist aber auch egal. Jetzt wird's erstmal ernst. Wir rücken vor. Der sandige Boden macht den Panzern schwer zu schaffen. Meine Kameraden im Panzer 3 hatten 7 Einsätze mit verschiedenen Ersatzkommandanten, aber in der Regel war es Sicherung oder Abwehr. Kaum Angriffsoperationen sind sie gefahren. Aber alles ohne Schramm und ich habe das Gefühl, dass sie froh sind, dass ich wieder da bin. Wir haben die Luken noch auf und ich stehe im Turm. Da kommen auch schon die roten Flieger. Das hat mir Schmidt schon erzählt. Sobald wir irgendwo losfahren, sind nach einer Stunde oder auch früher die roten Flieger da und schmeißen uns was auf den Kopf. Ich würde fast sagen,
dass die Russen einige Informanten in Mostock haben. Wir fächern auf und machen die Luken zu. Wenige Möglichkeiten, um uns zu treffen, und wir müssen wilde Sau spielen. Unser Fahrer kennt das Spiel schon und wir hören die Bomben und die Bordwaffen der Angreifer. Flak haben wir nicht dabei und unsere Schützenpanzerwagen feuern mit ihren MGs auf die tief angreifenden Yaks. Nach 20 Minuten ist der Spuk vorbei. 2 Panzer sind ausgefallen und bleiben liegen. Wir lassen eine Sicherung aus Infanteristen bei den Panzern und weiter geht es. Noch knapp 15 Kilometer bis zu dem kleinen Kessel. Wir kommen an dem ungünstigen Gelände an und machen eine kurze Marschpause. Der Kampfgruppenkommandeur befiehlt, den Verband zu teilen, und wir sollen von beiden Seiten an den Kessel heran. Die Eingeschlossenen sollen dann mit uns über die linke Flanke ausbrechen, während wir rechts ordentlich Rabatz machen und den Russen ablenken. Ich komme mit meinem Panzer in den rechten Flügel. Also 4 Panzer ohne Infanterie nach rechts und der Rest nach links. Wir sollen den Angriff beginnen und nach 10 Minuten greifen dann die anderen an. Größtmögliche Verwirrung stiften und dann die Kameraden raushauen. Na dann. Wir quälen uns durch Sand und Stein, bis endlich das unfreundliche Gelände hinter uns liegt. Unser Führungspanzer gibt durch, dass wir noch knapp 1000 Meter vorrücken und dann in Keilformation angreifen. Das lange Rohr kommt in die Mitte und kann so am besten wirken. Wir sind in Position und der Angriffsbefehl kommt. Wir haben ein paar Russenstellungen ausgemacht, aber die haben uns noch nicht bemerkt. Wäre auch egal, wir öffnen gleichzeitig das Feuer. Als ob man in ein Wespennest sticht, geht der Zauber los. Wir feuern auf erkannte Ziele und versuchen so erstmal den Russen abzulenken. Ein paar T-34 rollen aus gut getarnten Stellungen los und stellen sich uns in den Weg. Sicher denken die, dass wir der Hauptangriffsverband sind. Aber die werden sich noch wundern. Es dauert auch nicht lange und der erste T-34 platzt auseinander. Der Panzer IV Lang hat begonnen, seine Ernte einzufahren. Nun haben die Russen wohl etwas mehr Respekt und sind vorsichtiger. Die ersten Packgeschosse zischen an uns vorbei. Sicher haben die ihre Kanonen gedreht und legen jetzt das Feuer auf uns. Nach 15 Minuten wird auch auf der rechten Flanke angegriffen. Schon merkt man, dass das Feindfeuer merklich nachlässt. Also rücken wir nochmal vor und rollen die ersten kleinen Feldbunker der Russen auf. Die können sich nicht halten und mit dem Mut der Verzweiflung wehren sie sich erbittert. Aber wir sind nicht aufzuhalten. Trotzdem gibt es Treffer an unseren Panzern. Ein Panzer IV wird getroffen und verliert die Kette. Wir geben Deckung, denn die Kette muss wieder rauf. Ein Albtraum für jeden Panzermann im Gefecht, die Kette wieder aufzuziehen. Wir schieben uns vor den Kameradenpanzer und versuchen ihn so gut es geht abzuschirmen. Schon ist die andere Besatzung raus und versucht fieberhaft, die Kettenglieder zu ersetzen. Schwerstarbeit für die Männer, aber der Panzer, er muss weiterfahren. Wir können ihn nicht stehen lassen. Wir müssen weiter vorrollen und wir müssen versuchen, den Gegner abzulenken, damit unsere Männer aus dem Kessel entkommen. 3 T-34 stehen schon brennend vor unserer Angriffsspitze und über Funk kommt dann der Befehl, sich vom Feind zu lösen. Also scheinbar hat's geklappt. Der Fahrer legt den Rückwärtsgang ein und wir rollen langsam feuernd zurück zu unserem Panzer IV. Die Kette ist wieder aufgezogen und der ganze Verband kommt aus dem Feuerbereich der Russen heraus. Nach kurzer Zeit treffen wir auf unsere Kameraden. Leider haben auch sie 2 Panzer verloren. Schwere Treffer haben die abgekriegt. Nur Verletzte, keine Toten. Aber beide Panzer konnten in den Schlepp genommen werden und wir verlegen langsam zurück Richtung Mostock. Auf dem Weg werden wir noch durch einen Artillerieschlag aufgehalten, aber auch der richtet keinen Schaden an. Wir haben alle Männer der Kampfgruppe aus dem Ort herausgeholt und keiner wurde zurückgelassen. Eine gute Leistung und wir können zufrieden sein. Zurück in Mostock gibt es wieder eine Lagebesprechung. Oberfeldwebel Schwerburg vom Panzer IV, der den Kettentreffer hatte, bedankt sich bei mir, dass ich ihm mit meinem Panzer Deckung gegeben habe. Eine Selbstverständlichkeit für mich, aber ich freue mich über das Lob und die anderen Kommandanten nicken anerkennend. Trotzdem ist die Lage heikel.
Wenn jetzt schon unsere Verbände eingeschlossen werden und wir als Feuerwehr die Einkesselung aufsprengen müssen, dann ist die Sache ernst. Am Abend haben wir etwas Zeit, uns Zusatzverpflegung zu organisieren. Ich bin in Mostock unterwegs und schaue mir das Treiben in den Straßen an. Eine kleine Kampfgruppe aus Panzerspähwagen und Schützenpanzerwagen machen sich auf den Weg und verlassen Mostock in Richtung Süden. Wenige Russen sind zu sehen, aber ein kleiner Russenjunge steht an der Straße und scheinbar unbeeindruckt rauschen die Fahrzeuge an ihm vorbei. Nicht ungewöhnlich, dass die Kinder erstaunt die Kampfwagen anstarren, aber in der Regel sind es immer gleich ein paar mehr Kinder. Ich beobachte ihn und dann drückt er sich in eine Häuserecke. Scheinbar hat er einen Zettel und schreibt irgendwas auf. Dann kommt ein anderer Junge angelaufen, schnappt sich den Zettel und verschwindet in einem Durchgang. Da werde ich sicher nicht hinterherlaufen, aber ich werde das melden. Am nächsten Morgen gehe ich zum Spieß und erzähle ihm, was ich beobachtet habe. Er hört mir aufmerksam zu und greift zum Feldsprecher. Er gibt mir Bescheid, ich soll hier warten, bis ein anderer Offizier da wäre. Von der Stabskompanie kommt der Leutnant Fuchs, zuständig für Aufklärung. Also ein Mann der Abwehr oder doch nur ein Mann, der Informationen zusammenträgt? Mir soll alles recht sein. Hauptsache, ich gebe die Informationen weiter. Ich erzähle ihm alles, was ich beobachtet habe und auch, dass wir immer kurz nach Verlassen Mostocks einen von der Russen Ari oder von den Fliegern aufs Dach bekommen. Also Spione haben wir hier, lässt er mich wissen. Kinder. Die Russen nutzen Kinder, die alles ausspionieren und die haben dann irgendwo einen Verbindungsmann, ein Funkgerät und zack weiß der Iwan, dass wir kommen. Ich werde die nächsten 2 Tage dem Leutnant Fuchs unterstellt, denn ich soll ihm den Jungen zeigen. Den in diesem Chaos hier wiederzufinden, ist wie eine Nadel im Heuhaufen suchen. Aber es gibt nur 6 Hauptwege aus Mostock und 3 davon führen nicht zur Front. Also machen wir uns auf die Suche. Am 2. Tag haben wir noch immer nichts Greifbares, aber es soll ein Aufklärungsverband mit Panzerunterstützung ausrücken. Also begeben wir uns in die Nähe der Ausgangsstraße und warten ab. Spielende Kinder hier sind nicht ungewöhnlich. Aber wir bemerken, dass die Kinder beim ersten Motorenlärm auseinanderlaufen und sich scheinbar in Position begeben. Da sehe ich auch plötzlich wieder den Jungen vom letzten Mal. Ich zeige es dem Leutnant Fuchs und er macht sich seine Notizen. Ich werde entlassen und bin wieder bei meinem alten Zug. Kinderspione, Partisanen, was kommt als nächstes? Abends schreibe ich Gudrun, dass ich sie vermisse und dass ich bald wieder versuchen werde, Urlaub zu bekommen. Auch meiner Schwester schreibe ich ein paar tröstende Zeilen. Ich bin todmüde und muss erstmal schlafen. Ich denke an die Kinder, die in diesen Kriegswirren auch nur überleben wollen. Aber wenn dadurch meine Kameraden sterben, dann müssen wir was dagegen machen. Es dauert nicht lange, bis ich in einen unruhigen Schlaf falle.